Hey, heute möchte ich nochmal über die Zeit sprechen. Ich hatte ja schon mal ein kurzes Video gemacht über die Zeit. Da kamen so einige spirituelle Aspekte dieser Frage zur Sprache. Und ich hatte gesagt, dass der Eckhart Tolle, dessen Buch habe ich dessen Buch habe ich verlinkt, glaube ich, und habe das auch ein bisschen zitiert. Ich hatte das seinerzeit mal gelesen, das Buch Jetzt, Eckhart Tolles Buch Jetzt. Und ein sehr, sehr gutes Buch, ein tolles Buch, natürlich. Und von Eckhart Tolle. Und ich kann nur sagen, dass das Buch meditiert darüber, dass die einzige Zeit, von der man wirklich sprechen kann, das Jetzt ist. Und zwar kann sich das, glaube ich, jeder vorstellen, wenn man sich das mal überlegt, dass man doch in jedem Augenblick, wenn man beispielsweise über die Vergangenheit nachdenkt, dann ist man im Jetzt. Oder wenn man an die Zukunft denkt und über die Zukunft spricht, dann ist es im Jetzt. Und man kann sich auch gut erinnern, dass man mal in der Vergangenheit war. Da gab es also viele Geschehnisse in der Vergangenheit, aber man war immer in einem Jetzt. Und man ist sich völlig darüber im Klaren, dass wenn man dann morgen aus seinem Bett aufsteht äh, beginnt den Tag, dann wird es auch wieder jetzt sein. Es wird also keine irgendwie abstrakte Zukunft sein oder irgend sowas, sondern es wird immer jetzt sein. Und das ist dieses, was der Eckhart Tolle meint und was auch meine zutiefste Überzeugung ist. Und ich würde sagen, dass das jeder selbst merken kann oder selbst wahrscheinlich bestätigen wird, nehme ich an, und sagen wird, ja, das hat was für sich. Ich wollte nochmal, achso, und in dem Buch gibt es also, wie gesagt, da auch einen Satz, den ich mir gemerkt habe und den ich also sehr ähm, intuitiv fand. Und dieser Satz lautete, was würde denn der Adler sagen, wenn man ihn fragen würde, wie spät es ist? Und der Adler würde sagen, es ist jetzt. Was sonst? Es kann immer nur jetzt sein und es ist immer nur jetzt. Und ich fand diesen Satz also sehr intuitiv, weil er die Natürlichkeit dieser Vorstellung im Grunde darlegt. Es hat etwas Unnormales und etwas Künstliches meiner Ansicht nach, diese andere Vorstellung zu haben, eines Zeitstrahls, der also gerade ist und so weiter. Ne? Ich werde dann gleich noch drauf kommen. Bloß nochmal dazu, warum sind solche Vorstellungen eigentlich wichtig? Ich hatte auch dazu mal ein Video gemacht und erwähne es immer wieder gerne. Der Albert Einstein hatte ja ähm, eine reiche Vorstellungswelt und Fantasie. Und er hatte mit seiner Vorstellung und seiner Fantasie letzten Endes die Relativitätstheorie zustande gebracht, indem er sich vorstellte, wie er selber auf einem Photon reitend durch die Luft fliegt oder durchs Weltall. Und er hat eine Taschenlampe dabei und schaltet die Taschenlampe an. Und nun war seine Frage an sich selbst, was würde er wohl sehen, wenn er die Taschenlampe mit Lichtgeschwindigkeit fliegend in Fahrtrichtung einschaltet? Und mit welcher Geschwindigkeit würde er dann wohl die Photonen aus der Taschenlampe entweichen sehen? Und wie bekannt ist, kam er ja dann mit der Antwort, dass die Photonen aus der Taschenlampe mit Lichtgeschwindigkeit entweichen würden. Das bedeutet, er sieht die Photonen mit Lichtgeschwindigkeit sich entfernen. Das bedeutet für ihn wiederum, dass aus seiner Sicht vor Ort mit Lichtgeschwindigkeit fliegend, die Zeit gestaucht ist. Also das heißt, sie verlängert sich und die Lichtgeschwindigkeit bleibt konstant. Das war seine Annahme und das war sein dann Rechenmodell. Und, und wie man ja weiß, war dieses Rechenmodell, es funktioniert und es ist genial. Und das ist der Grund, weshalb wir also bestimmte Vorstellungen haben können. Wir können uns Vorstellungen machen von den Dingen, wie sie sind.
Laut Spiritualismus ist es ja so, dass die Welt immer das ist, was wir uns vorstellen. Und man sieht also, dass es eine durchaus gewisse Wichtigkeit hat, was man sich da so vorstellt. Ähm, Wir stellen uns also unter der Zeit normalerweise, so kriegen wir es alle als Kinder gezeigt, so einen Zeitstrahl vor. Ich hab hier den Zeitstrahl nochmal vom letzten Mal, von der letzten Sendung über die Zeit. Ein ganz einfacher Zeitstrahl. Hier sind einfach bloß die Vergangenheit und die Zukunft abgetragen. Und dieser Zeitstrahl hat wie jeder geometrische Form namens Strahl die Eigenschaften, dass es ausgeht von einem bestimmten Punkt. Und so ein Strahl geht ausgehend von diesem Punkt in alle Unendlichkeit immer weiter. Das ist die geometrische Definition. Genauso ist es eben bei diesem Zeitstrahl. Er geht aus von einem Punkt, nämlich dem Urknall, würde man sagen, und er geht in die Zukunft mit einer ungewissen Länge. Und der Strich in der Mitte, das ist die Gegenwart. Der rote Strich in der Mitte, das ist die Gegenwart. Und dieser Zeitstrahl ist natürlich in mehrfacher Hinsicht ungeeignet, uns die wahre Natur der Zeit zu zeigen. Denn wie gesagt, in Wirklichkeit ist die Zeit ja ein Punkt. Und sie ist auch in keinster Weise so geradlinig, wie dieser Zeitstrahl es uns zeigen will. Der Zeitstrahl suggeriert, dass die Vergangenheit aus einer ganzen Reihe von Fakten bestünde, die aufeinandergereiht so einen Strahl ergeben. Und er verkennt, dass die Vergangenheit an jedem Punkt in der Zeit immer anders erscheint, wie in einem Kaleidoskop. Angenommen, man hätte eine Art Grundstruktur für ein Muster, aber je nach Blickweise wird die Vergangenheit immer anders erscheinen und immer neu quasi bewertet werden. Man kennt das zum Beispiel, dass man sagt, der Sieger schreibt die Geschichte, was also darauf hindeutet, dass die Geschichte immer eine Perspektive ist. Eine mögliche Perspektive, die sich dann noch im Laufe der Zeit nochmal ändert. Selbst wenn der Sieger immer der Sieger ist und man sieht immer seine Perspektive, ändert sich ja der Sieger. Und es wird sich also es wird sich also niemals so ergeben, dass man irgendwie die Zeit wie auf einen Strahl hat und man kann dann tatsächlich in die Zukunft oder in die Vergangenheit auf einem geraden Strahl vor und zurück äh, reisen oder dergleichen, sondern die Zeit ist ein Punkt und hat also diverse sich immer wieder treffende Kreise, die Informationen sind. Ich sage ja im Spiritualismus immer, dass die Welt nicht aus Materie besteht, sondern aus Informationen. Und dieser Zeitstrahl hat meiner Ansicht nach eine gewisse Notwendigkeit für dieses Bild von einem Universum aus Materie und Raum und Zeit, weil es die Kontinuität der Materie abbildet. Wir stellen uns die Materie als das Eigentliche vor, das in der Zeit existiert und die Zeit mehr wie so eine tickende Uhr, die einfach die Veränderung der Materie misst. Aber wenn man sich die Zeit als einen Punkt vorstellt, so wie ich das hier aufgemalt habe in meiner kleinen Grafik, die von Informationen umwirbelt wird, die immer wieder auf sich selbst zurückführen, aber dann in immer anderer und neuer Weise, dann wird man die Zeit, so denke ich, auf eine andere Art und Weise verstehen und auf eine bessere und richtigere Art und Weise. Warum wirbeln diese Kreise oder diese Pfeile, die ich hier als Informationen bezeichne, immer um diesen Punkt des Jetzt herum? Und warum sind es nie dieselben? Weil, also das hat was zu tun mit der Sichtweise des Spiritualismus, dass die Welt aus Informationen besteht. Was ist wiederum eine Information? Eine Information hat immer, es ist nicht ein einziger Datenpunkt, sondern eine Information besteht immer aus ähm,
vielen Datenpunkten. Also so wie ein Wort einer Sprache beispielsweise, das ohne die anderen Wörter der Sprache immer weniger und weniger Sinn machen würde. Und mit der ganzen Vorstellungswelt, die mit einer Kultur, innerhalb derer die Sprache existiert, weniger und weniger an Informationen hat. Eine Information ist also immer etwas, das bedingt ist durch andere Informationen oder andere Datenpunkte, sagen wir mal. Auch im Buddhismus gibt es ja diese Vorstellung der bedingten Existenz, die also diametral entgegensteht dem Denken des Materialismus, der davon ausgeht, dass die Dinge ganz für sich sein können. Also man stelle sich mal vor, einfach ein Objekt im Weltraum ganz allein, ein einzelnes Objekt, das dort existieren könnte. Das wäre also die Vorstellung des Materialismus, weil die Materie ist ja von dem Bewusstsein getrennt, laut Materialismus. Unser Bewusstsein, also das menschliche Bewusstsein insbesondere, beobachtet dieser Vorstellung zufolge die Materie, die sich völlig unabhängig vom Bewusstsein bewegt, existiert, entwickelt. Und diese Vorstellung hat der Spiritualismus nicht und kann sie nicht haben, da er ja davon ausgeht, dass die Existenz Information ist. Information im Jetzt, in einem einzigen Punkt. Weil die Information sich in linearer Weise weiterentwickelt. Das heißt, sie kann nicht sprunghaft sein von einem zum anderen, sondern sie entwickelt sich immer weiter aus dem, wie sie gerade im Jetzt ist. Und aus dem Jetzt entwickelt sich im nächsten Jetzt die nächste Information, die nicht so verschieden ist von der jetzigen Information. Das allein ist schon die Bedingtheit von Information. Die Bedingtheit ist, dass die Information von Information abstammt und sich im Rahmen dieser vorhandenen Information immer weiterentwickelt und nicht plötzlich eine ganz andere Information wird und sein kann. Und im Buddhismus hat man eben letzten Endes eine ganz ähnliche Vorstellung. Man spricht von der Bedingtheit der Dinge, dass die Dinge nicht voneinander unabhängig existieren, sondern in Bedingtheit zueinander. Und das für mich Erstaunliche und auch Bewundernswerte am Buddhismus ist, dass diejenigen, die zu dieser Weisheit gelangten, sich das vor vielen hundert Jahren ausgedacht haben, als es noch keine so, wie soll man sagen, es gab noch keine so kein so entwickeltes Wissen über Informationen und Materie und so weiter. Auf der anderen Seite muss ich sagen, könnte es auch sein, dass das Fehlen dieses entwickelten Materialismus, so wie wir ihn heute haben, ein Vorteil ist in dieser Hinsicht, dass man sich das also wirklich viel leichter vorstellen kann, wenn man all diese Informationen nicht hat, wie zum Beispiel den Zeitstrahl und diese riesige Bedingtheit durch alle möglichen Wissenschaften, die also nahelegen, dass die Wissenschaften, so wie wir sie haben, der Beweis dafür sind, dass nur sie Gültigkeit haben können, was ich also bestreiten würde. Ja, und um das alles noch ein wenig zu illustrieren, habe ich hier jetzt wieder ein spirituelles Zitat. Ich habe das beim letzten Mal schon gebracht und es war für mich immer die Inspiration, darüber nachzudenken, über die Zeit. Und das will ich ganz kurz vorlesen und das passt auch übrigens ganz gut hier zu meiner Grafik mit den sich drehenden Kreisen. Es geht um die Tarotkarte Mäßigkeit. Und die Tarotkarte Mäßigkeit zeigt einen Engel, der zwei Kelche in der Hand hält, also zwischen denen eine Flüssigkeit fließt. Und hier steht von Uspensky: Der Name des Engels ist die Zeit.
Der Kreis auf seinem Stirn ist das Symbol der Unendlichkeit und des Lebens. Jedes Leben ist ein Kreis, der zu dem Punkt zurückkehrt, wo es begann. Für mich ist das sozusagen, wenn ich das hier mit meinen Kreisen sehe, dass wir selber sind die Information. Wir sind die Erzeuger von Informationen. Durch uns fließt Information. Wir sind natürlich bloß ein Teil eines Universums aus Informationen. Aber wir selber sind nicht davon losgelöst. Wir sind nicht die Beobachter. Das nur als Kommentar. Tod ist die Rückkehr zur Geburt. Und von einem Punkt zu einem anderen auf dem Kreisumfang ist es stets dieselbe Entfernung. Denn je mehr man sich dem Punkt von einer Seite nähert, desto ferner ist man ihm auf der anderen Seite. Die Unendlichkeit ist eine Schlange, die ihren Schwanz verfolgt, ihn jedoch nie einfängt. Das ist das Bild des Ouroboros, ein uraltes Bild einer Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, und ein Symbol für die Welt. Für die Welt verstanden in einem ganz anderen Sinn, als wir das heute gewohnt sind zu tun. Der Kelch in den Händen des Engels ist die Vergangenheit, der andere ist die Zukunft. Der Regenbogenstrom zwischen den Kelchen ist die Gegenwart. Du siehst, dass er in beide Richtungen fließt. Dies ist die Zeit in ihrem unverständlichsten Aspekt. Die Menschen meinen, alles würde stets nur in eine Richtung fließen. Sie sehen nicht, dass sich stets alles trifft und dass die Zeit eine Vielzahl sich drehender Kreise ist. Verstehe dieses Geheimnis und lerne die gegensätzlichen Strömungen im Regenbogenstrom der Gegenwart zu unterscheiden. Also für mich war das eine sehr, sehr inspirierende Lektüre seinerzeit. Ich habe dieses Buch ins Entstehen gebracht, der Symbolismus des Tarot. Es ist eine Übersetzung von Ouspensky und ich kann nur sagen, es lohnt sich sehr, Ouspensky zu lesen. Auf Englisch gibt es das ja auch im Internet jederzeit zu lesen. Ich will damit erstmal schließen und ich hoffe, ich konnte einiges, vielleicht Rätselhafte, vielleicht einiges Erhellende, vielleicht einiges Weiterführende bringen und würde mich über euer Like und eure Abonnement sehr freuen. Danke sehr fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss.